Afrika. Ja, damit möchte ich auch weiterleiten an den nächsten Sprecher, Uli Fegeler, der kurz die medizinischen Begründungen von Beschneidung ausräumen wird. Ja, vielen Dank, Christian Balz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich natürlich, dass ich hier Gelegenheit habe, zu diesem auch für uns ja aufwühlenden Thema Stellung zu nehmen. Und wir als Kinder- und Jugendmediziner sind natürlich ja insofern empört, nicht? Weil hier etwas in großem Stile betrieben wird, was wir schon abgelehnt hatten in der Beschneidungsdebatte. Sie erinnern sich daran, wir haben ja jetzt ein Beschneidungsgesetz sozusagen bekommen in Deutschland, was wir nach wie vor ablehnen, denn es ist nur die Zementierung des Status quo ante, aber es verbietet eben nicht die religiöse oder rituelle Beschneidung. Das heißt also die Beschneidung an Kindern aus nichtmedizinischen Gründen, Kindern oder besser Jungen, die auch nicht einsichts- oder beziehungsweise juristisch entscheidungsfähig sind. Das ist etwas, was wir strikt ablehnen. Wir sagen, wenn jemand beschnitten werden will, dann soll er bitte das selbst und freiwillig entscheiden. Dazu muss er auch in einem Alter sein, wo er das kann. Also es ist nicht prinzipiell ein Votum gegen die Beschneidung, aber gegen die Beschneidung an Kindern, die sich nicht wehren können. So, ich will nur ganz kurz ein paar medizinische Voraussetzungen hier berichten, um sozusagen verständlich zu machen, was es hier eigentlich geht. Die Riesenaktion in Afrika, die zwischen 25 und 35 Millionen Männer dort betrifft, muss ich meinen Munde zergehen lassen, 35 Millionen Männer, basiert im Wesentlichen auf 3 Studien, die wissenschaftlich so löchrig sind wie ein Schweizer Käse. Und sie werden aber heute sozusagen als eine eherne Wahrheit verkauft, als eine Gewissheit, die sozusagen jenseits jeden Zweifels ist. Und wenn man sich ein bisschen in der Literatur umschaut, dann kommt man sehr schnell zu Autoren, insbesondere einem aus der Michigan University der Vereinigten Staaten, der aber selber dort in Südafrika arbeitet, ein Epidemiologe ist, ein sehr berühmter Mann, und der hat diese Studien alle auseinandergenommen und auseinandergepflückt. Deswegen gehe ich hier nur Schlagwort oder schlaglichtartig drauf ein. Ein großes Problem bei diesen Studien war die Probandenauswahl. Es handelt sich im Prinzip hier um eine Hochrisikogruppe, die gewählt wurde. Das ist ja alles gegen Geld passiert, und Geld nehmen natürlich die Leute, die es auch am wichtigsten brauchen, und die sich haben hier beschneiden lassen, entstammen dieser Gruppe. Es sind häufig Menschen oder Männer gewesen, die nicht in partnerschaftlichen Verhältnissen lebten, sondern allein waren und die eben ein auch riskantes Sexualverhalten hatten. Nicht einbezogen ist, das heißt, im Durchschnitt der Bevölkerung sieht wahrscheinlich die Prävalenz völlig anders aus, und das sieht man ja auch an anderen Studien aus anderen Ländern. Es gab mal hierzu eine Untersuchung an 19 afrikanischen Ländern, und bei der Hälfte dieser Länder fand man in der Prävalenz, das heißt einfach nur in der Suchung, wer hat eine HIV-Erkrankung, wer nicht, dass also die HIV-Inzidenz, oder besser in dem Fall Prävalenz zwischen Beschnittenen und Unbeschnittenen, also jetzt nicht im Rahmen eines Versuches, sondern einfach nur in der Feststellung, sich überhaupt nicht unterschied. Und das entspricht im Übrigen auch anderen Untersuchungen, die es jetzt so weltweit gibt, dass wir gar keinen Unterschied finden zwischen Beschnittenen und Unbeschnittenen. Denken Sie an Amerika, an die Vereinigten Staaten. Dort haben wir die höchste Rate an beschnittenen Männern, insbesondere bei den Afroamerikanern. Und hier haben wir aber auch die höchsten HIV-Inzidenzen. Also, dass man einfach sagen kann, ja, Beschneidung schützt sozusagen vor HIV, ist schon eine sehr, sehr mutige und für unsere Ohren abenteuerliche Behauptung. Daraus ein Programm zu entwickeln, welches nun zur Beschneidung von 35 Millionen Männern anhält, die ja mit ungeheurem moralischen Druck mittlerweile einer Übernahme dieser Position in viele gesundheitspolitische Dogmen sozusagen in diesen Ländern aufgenommen wird, die beworben wird mit enormem Aufwand, wo also Fernsehstars und lokale Berühmtheiten also sagen, Männer sind es nicht wert, sozusagen Männer zu sein, wenn sie nicht beschnitten sind. Also man muss sich vorstellen, unter welchem Druck diese Leute dort sind und leben, um sich beschneiden zu lassen. Und nun ist die große Frage, wofür eigentlich? Bertrand Auvert, der Vater sozusagen dieser Studien, hat mit seinen Werten ausgerechnet, dass sich das Risiko um 60% minimiert. Nicht um 100%, um 60%. Ja? Gleichzeitig wurde aber diese Beschneidung verkauft sozusagen als gleichzusetzen mit einer Impfung gegen AIDS. Das muss man sich mal vorstellen. Und mit diesem Bewusstsein und mit diesem Slogan wird auch dort geworben.
Ich gehe nicht weiter jetzt auf die Daten ein. Ich will Ihnen nur noch eins mitteilen. Wenn man also den Effekt einer um 1500% erhöhten Anzahl von Beschneidungen, die jetzt durch dieses Programm zu erwarten sind, erreichen will, einer mäßigen Absenkung der HIV-Rate, erreichen Sie den gleichen Effekt durch eine 3%ige Erhöhung der Kondomrate. Ja, das müssen nicht. Erstens, das erste ist extrem teuer. Es bindet ungeheuer viele Ressourcen, sowohl Manpower, Strukturen, allerdings auch Geld, denn die Operation wird ja nicht für Gottes Lohn durchgeführt und verhindert eigentlich, dass diese Strukturen, dieses Geld und diese Manpower eigentlich für sinnvolle Projekte zur Verfügung stehen. Für uns als Pädiater ist es besonders schwierig, dass eben auch Kinder hier mit einbezogen werden. Christian Balz hat das gerade schon erwähnt. Diese Kinder werden ja in der Regel nicht in Anästhesie beschnitten. Nicht? Sie sehen das an dem Säugling, der schreit. Nicht? Das ist in Deutschland verboten nach unserem Beschneidungsgesetz. Ob es durchgezogen wird, wissen wir gar nicht. Ja? Aber es ist zumindest qua lege verboten. Aber Sie sehen hier, wird es ohne Anästhesie gemacht. Das ist in meinen Augen eine barbarische Methode. Um es einfach mal zu sagen, Kind empfindet nicht weniger Schmerz als ein Erwachsener. Nicht? Wer das behauptet, der hat keine Ahnung und setzt sich also über fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse hinweg. Gut, noch schlimmer fast jetzt, obwohl es kaum eine Steigerung gibt als dieses, ist, dass diese Maßnahme bei Kindern, Säuglingen und Jugendlichen verkauft wird als Prävention. Das muss ich mal vorstellen. Also die Wahrscheinlichkeit einer 60%igen Absenkung wird verkauft als Prävention. Eine Prävention im echten Sinne wäre die Benutzung eines Kondoms. Die schafft eine 100%ige Sicherheit. Das heißt also, eine Politik zu betreiben, wo man 100%ige Gewissheiten und Sicherheiten schafft, indem man das Kondom bewirbt, indem man neue Kondomtechnologien entwickelt, die, was weiß ich, auch für die Bevölkerung besser akzeptabel sind. Das wäre eine ausgesprochen sinnvolle und vor allen Dingen auch sehr viel kostengünstigere Methodik. Darüber hinaus könnte man sich an die direkt Betroffenen bzw. bereits HIV-Infizierten wenden. Es gibt dort ein Programm, das heißt Test and Trial. Das heißt, man sollte viel mehr testen, die Bevölkerung, und gezielt sozusagen die Erkrankten herausgreifen und die vernünftig medikamentös besorgen. Denn nach dem heutigen Stand der Wissenschaft und der Behandlung ist es so, dass wenn Sie einen gut behandelten HIV-Erkrankten haben, der so gut wie keine Viruslast mehr im Blut hat. Das heißt, der ist wirklich nicht mehr infektiös. Wenn wir uns auf die beschränken, auf solche Methoden, die auch viel Geld binden, aber nicht so viel wie zum Beispiel diese Beschneidungskampagne, dann hätten wir sehr viel Richtigeres getan und vor allen Dingen etwas Sinnvolles getan. Und Sie werden kaum jemanden in Deutschland finden, der von Epidemiologie etwas versteht, der also so etwas wie hier geplant gut findet. Ich will erstmal hierbei schließen und stehe natürlich offen für jede Nachfrage. Dankeschön.